Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Und es geht heute um das Thema Plattform Bittrex. Bittrex ist eine Börse, die also Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin oder Cardano oder auch XRP und so weiter handeln kann. Und ich zeige euch mal kurz heute, wie man sich dort anmeldet. Also bleibt dran bis zum Schluss, liked das Video und gebt mir einen Daumen hoch und kommentiert, teilt es und natürlich abonniert den Kanal. Also bis gleich. So, hallo, herzlich willkommen und toll, dass ihr wieder alle mit dabei seid hier auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Und es geht heute um das Thema Kryptowährungen bzw. eine Handelsplattform. Die Handelsplattform, die ihr hier schon seht, die heißt Bittrex und die Webseite ist global.bittrex.com. Dort könnt ihr also entsprechende Kryptowährungen wie zum Beispiel den Bitcoin, Ethereum oder auch Cardano handeln. Und ich zeige euch heute kurz, wie man sich hier anmeldet, was für Vorteile ihr davon habt. Und ihr könnt auch dann entsprechend, wenn ihr noch keinen Account habt, mit meiner Empfehlung hier, den Link packe ich euch unten rein in die Videobeschreibung, einen Account erstellen und unterstützt indirekt dann auch diesen Kanal. So, es geht auch schon los. Hier melde ich mal mich an. Man geht hier oben rechts auf Login, muss natürlich entsprechend eine E-Mail-Adresse einfügen und dann ein Passwort, was ihr euch aussucht dann bei der Anmeldung. Ihr geht auf Login. Das hat geklappt. Er will hier eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben. Bittrex arbeitet mit dem Google Authenticator und dort, den müsst ihr natürlich euch aufs Handy hier entsprechend laden und könnt dann euer One-Time-Passwort eingeben, also das einmalige Passwort, und klickt auf Login. So, was kann man hier alles sehen? Erstens kommt man zu seiner Anmeldemaske hier, beziehungsweise das ist die Startseite, die Home Landing Page, und man hat hier schon gleich Möglichkeiten grafisch auch hier aufbereitet, den Bitcoin auszuwählen, und dann springt er auch schon in die Anzeige von Bitcoin im Verhältnis zu US-Dollar. Und da seht ihr hier den heutigen Wert. Das klicken wir mal weg. Und man hat da hier auch die Möglichkeit, passend sich die Charts einzustellen. Das ist jetzt minütlich, das ist natürlich viel zu genau. Ich mache jetzt mal auf die 4 Stunden und dann seht ihr da aktuelle Tageskurse von Bitcoin in dem Fall. Was ich auch sehr interessant finde, man sieht hier seine eigenen Werte, die man in dem Depot sozusagen hat bei Bittrex. Also ihr kennt das Sprichwort, wenn ihr erfahrene Kryptowährungstrader seid oder auch Hodler und dementsprechend die Währungen in Kryptowährungen habt, dann heißt es natürlich auch bei Bittrex das Motto: Not your keys, not your coin. Also es ist wirklich eine Handelsplattform, aber eben keine entsprechende Wallet. Natürlich gibt es eine Wallet-Adresse, von der man überweisen kann, zu der man auch wieder hinüberweisen kann, um Transaktionen durchzuführen. Allerdings ist Bittrex natürlich keine Hardware-Wallet oder Wallet, wo du einen Seed Phrase hast. Das bedeutet, im schlimmsten Fall des Falles, falls also Bittrex entsprechend pleite gehen würde, wie zum Beispiel es jetzt im großen Stil mit der Börsen- und Handelsplattform FTX passiert ist,
dann muss man damit das Risiko eingehen, dass die Coins entsprechend auch weg sind. Nun, für was benutze ich Bittrex? Ich benutze es hauptsächlich, um Transaktionen durchzuführen. Das heißt, ich überweise zum Beispiel hier Cardano auf eine andere Plattform. Man kann hier zum Beispiel Ethereum oder Tether kaufen, so heißt es, USDT, nehmen wir mal die Abkürzung, und muss halt dann entsprechend hier, wenn man das runterladen würde, dann die Zieladressen eingeben. Es gibt die Möglichkeit, Cardano zu staken. Das finde ich also ganz interessant bei der Plattform Bittrex und gibt dann die Möglichkeit, Cardano Earning Awards hier für 5,5% den ADA zu staken. Ich mache das gerade, ich habe hier sehr wenig drin, das ist wirklich nur für mich so eine Transaktionsplattform, die Bittrex, aber man kann natürlich hier auch mehr Coins, mehr Werte in die Bittrex-Plattform packen und dann auch Cardano staken und bekommt hier regelmäßige Rewards ausgezahlt. Ich bin jetzt nochmal auf den Reiter Holdings gegangen und Earn Rewards, und hier könnt ihr sehen, ihr könnt also Cardano bis zu 5,5% an Rewards, an Zinsen bekommen. Ich habe tatsächlich nicht genau herausgefunden, auch nicht hier in Learn More oder sonstigen Erklärungen, was genau das für ein Prozentsatz ist. Ist das ein unterjähriger Prozentsatz oder ein effektiver Jahreszins? Wir gehen mal davon aus, es ist der APR. APR wäre also der Annual Percentage Rate, und die Annual Percentage Yield sind also die tatsächlichen effektiven Zinsen pro Jahr. Ich glaube, im Deutschen könnte man das pro effektiven Jahreszins nennen und damit auch vergleichen. Macht nichts, man geht einfach mal auf den Rechner, schaut euch das an hier, der heißt rpr2apy.com und ist ganz interessant. Das würde bedeuten, die 5,5%, nehmen wir das jetzt mal an, und die gibt es hier pro Tag, dann würde das eine APY bei Cardano Staking auf der Plattform Bittrex von 5,65 ausmachen. Ich gebe es nochmal ein. 5,5 entspricht also 5,6. Jetzt wäre das Ganze monatlich, dann würde das runtergehen auf 5,64. Also ein bisschen Zahlenspiel, aber der Rechner macht das nochmal deutlich und erklärt also diesen Unterschied zwischen APR und APY. Was auch noch interessant ist, bei Bittrex gibt es die Möglichkeit, Credits zu erhalten, und mit diesen Credits könnt ihr dann kostenlose Käufe machen. Also wenn ihr zum Beispiel hier Bitcoin kaufen wollt, dann könnt ihr das direkt über entweder Instant Buy und Sell machen. Er verbindet sich hier, und auswählen, also was ihr kaufen wollt, in welcher Währung, zum Beispiel jetzt Euro, und könnt es dann durch eure Kreditkarte belasten. Ich weiß nicht genau, ich lasse das jetzt mal unbewertet. Passt auf die Gebühren, welchen Kurs ihr dann bekommt. Es können natürlich hier etliche Gebühren, Nebenkosten anfallen, so dass man darauf achten sollte, wo bekommt man den besten Kurs. Ich würde das immer über eine Market Order tun und entsprechend dann hier eine Order einstellen. Man kann das hier entweder über Markets gehen und dort sich dann den BTC, den Bitcoin aussuchen, oder ich mache das jetzt mal mit Cardano und gebe hier ein im Suchfeld ADA. Ich bin also jetzt auf Markets gegangen, gehe auf die Suche und gebe ein ADA, die Abkürzung für Cardano, und dann seht ihr die verschiedenen Pärchen, die gehandelt werden,
und dort könnt ihr euren passenden gewünschten Kurs, Pärchenkurs auswählen. Ja, machen wir mal den hier. Cardano zu US-Dollar und der US-Dollar und Cardano wird hier dann abgebildet. Hier seht ihr dann, ihr könnt hier verschiedene Orders eingeben, zum Beispiel eine Limit Order, eine Market Order oder Stop Buy Limit und noch 3 andere. Aber ich gehe jetzt mal kurz auf die Limit Order ein. Ihr holt euch hier den passenden Preis, sagt, ihr wollt 10 Cardano kaufen, dann seht ihr hier unten also eine Gebühr. Jetzt, wenn ihr genug Credit habt, könnt ihr das auch noch verwenden. Dann wäre es ein kostenloser Trade und ich könnte jetzt hier meine Order eingeben. Ich würde empfehlen, das aber auch mit einem Limit zu tun. Und natürlich werden die aber auch dann, wenn der Handel, die Transaktion erfolgreich ausgeführt wurde, von euren Credits abgezogen. Und jetzt würde ich hier also eine Place-Buy-Order machen für Cardano. Ich mache das jetzt nicht, weil ich wollte es nur beispielhaft eben euch zeigen. Genauso könnt ihr auf den Reiter Sell gehen, wenn ihr also verkaufen wollt. Hier könnt ihr euch wieder den aktuellen Kurs holen für eine Limit Order. Ich mache fast ausschließlich Limit Order, gebt dann hier ein, wie viele ihr verkaufen wollt und analog zum Kaufen hat man auch die Möglichkeit, wieder hier gebührenfrei zu handeln. Voraussetzung ist, ihr habt genug Credits, die das ermöglichen. Wenn das nicht geht, die Credits zu niedrig sind, dann steht hier aber auch, dass nicht genug Credits vorhanden sind. Jetzt würde man hier klicken und dann seht ihr auch die Order, die Transaktion wird hier im Orderbuch aufgeführt. Ich klicke nochmal schnell auf die Orders. Da seht ihr dann entsprechende offene Orders oder auch Orders, die ich hier letztens durchgeführt habe. Und ja, da könnt ihr euch einfach euren Verlauf hier anschauen. Ich kann zu der Plattform einfach sagen, Bittrex, ich habe gute Erfahrungen gesammelt. Man muss so ein bisschen mit den Gebühren darauf achten, dass man also nicht Buy und Sell macht und schaut, wie ist im Vergleich dazu der Kurs. Die Ausführungen sind ziemlich gut und schnell und werden also innerhalb von nächsten Minuten teilweise durchgeführt, sobald du hier eine Order abgesetzt hast. Hängt natürlich auch immer von der Angebots- und Nachfragesituation ab. Ich würde es ausprobieren, testet es einfach, schaut euch diesen Link an, den ich euch reinpacke, dann müsst ihr also noch eine ID-Bestätigung machen und dann könnt ihr auch schon loslegen und handeln. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Hinterlasst mir ein Like, Daumen hoch, teilt das Video und kommentiert. Wo handelt ihr noch? Habt ihr schon einen Bittrex-Account? Würdet ihr dort mehr investieren, auf der Plattform in das Depot legen? Welche Kryptowährungen habt ihr? Und ich freue mich auf das nächste Video und bis bald. Ciao, ciao.